Good morning and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. Now we talked about the preciousness of our hearts being revealed. Wir haben darüber gesprochen, dass die Kostbarkeit unserer Herzen offenbart wird. Look, the Apostle Peter makes an incredible statement. Der Apostel Petrus macht eine fantastische Aussage. He says that the trials, they actually reveal the true core of our faith. Er sagt, dass die Prüfungen tatsächlich den wahren Kern unseres Glaubens offenbaren, Which is far more valuable than gold that perishes. der viel wertvoller ist als vergängliches Gold. For even gold is refined by fire. Denn auch Gold wird durch Feuer geläutert. It's very interesting. So the Apostle Peter now is telling us Das ist sehr interessant. Der Apostel Petrus sagt uns, that just as gold is refined by fire, so faith is refined by the fire of tribulation. so wie Gold durch Feuer geläutert wird, so wird auch der Glaube durch das Feuer der Bedrängnis geläutert. Listen, my friend, Hör zu, mein Freund. I have a question for you. Ich habe eine Frage. If you have somebody that you love very much, Wenn du jemanden hast, den du sehr liebst, would you buy them some gold that has not really been refined very well, like some really cheap gold which has a lot of impurities? würdest du ihm dann Gold kaufen, das nicht wirklich gut geläutert ist? Billiges Gold mit viel Unreinheiten? I mean, I don't think so. Ich glaube nicht. But we pay more money for gold that's more refined, which means higher in, I think, karat, that's what they call it. Wir zahlen mehr Geld für Gold, das rein ist, hochkarätiger ist. So with faith, it's exactly the same thing. Mit dem Glauben ist es genau dasselbe. You know, we think that a life where we never have any tribulation, any tests, any difficulties is a great life. Wir denken, dass ein Leben, in dem wir keine Prüfungen, keine Trübsale, keine Schwierigkeiten haben, ein tolles Leben ist. But how is that a great life? Aber wie kann das ein großartiges Leben sein? Because why is that not such a great life? Warum ist das kein so tolles Leben? Because the truth is, and listen to this very carefully, Weil die Wahrheit ist, und hör gut zu, the truth is many of us sometimes have to face situations die Wahrheit ist, dass viele von uns manchmal mit Situationen konfrontiert sind, where only true and great faith will carry us through. durch die uns nur ein wahrer, großer Glaube tragen kann. In the real crisis, it's too late to try to figure out how to live by faith. In der wirklichen, echten Krise ist es zu spät, versuchen herauszufinden, wie man aus Glauben leben kann. That's why whenever you go through the testing of your faith, be thankful because now you can figure out if it's precious or if it's fake. Deshalb sei dankbar, wann immer du die Prüfung deines Glaubens erlebst, denn nun kannst du herausfinden, ob der Glaube wertvoll oder unecht ist. Only the fire will purify the gold and only the fire of the testing will purify your faith. Nur das Feuer läutert das Gold und nur das Feuer der Prüfung wird deinen Glauben läutern. Guys, I had a meeting just very recently Ich hatte erst kürzlich ein Treffen with some people that are going to be future directors of one of our orphanages. mit einigen Leuten, den zukünftigen Leitern eines unserer Waisenhäuser. And the couple who are going to take care of that orphanage in that city are actually a couple of pastors. Das Ehepaar, das sich um das Waisenhaus in dieser Stadt kümmern wird, ist eigentlich ein Pastorenehepaar. And somehow, I don't even know how we got to talk about that subject. Ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. So we got to talk about the subject of, have you been disappointed by people here in Brazil? Doch wir sprachen über die Frage, ob wir von den Menschen hier in Brasilien enttäuscht wurden. And actually what this guy meant, the question he really meant to ask was this. Die Frage, die der Mann eigentlich stellen wollte, war diese. Have people in Brazil promised you to do things for Brazilian Kids Care that they then didn't keep? Haben dir Leute in Brasilien versprochen, Dinge für Brasilien Kids Care zu tun, die sie dann nicht eingehalten haben? And my whole team was there together. Mein ganzes Team war dort versammelt. Before I could even respond, Bevor ich überhaupt antworten konnte, one of our main leaders said, not one time, many times. sagte einer der Hauptleiter, nicht nur einmal, sondern viele Male. And that guy said, how do you deal with that? Daraufhin fragte der Mann, wie gehst du damit um? I said, very simple. Ich sagte, ganz, ganz einfach. I said, I put zero confidence in man
and 100% confidence in God. Ich vertraue 0% auf Menschen und 100% auf Gott. As we sat around the table, Als wir am Tisch saßen, I said to this guy, sagte ich zu dem Mann, I said, you see these people around me? siehst du die Leute um mich herum? The vice president, the CEO, all the core leadership team of Brazilian Kids Care. Den Vizepräsidenten, den Geschäftsführer, das gesamte Führungsteam von Brasilien Kids Care. I said, if every single one of them would walk away from me right now, it would not bother me in the least. Ich sagte, wenn jeder einzelne von ihnen jetzt von mir weggehen würde, würde mir das nicht im geringsten etwas ausmachen. And the guy really looked at me. Der Mann schaute mich an. I said, look, my friend, Ich sagte, schau mein Freund. I have learned through the testing of my faith Ich habe durch die Prüfung meines Glaubens gelernt, that if I put my confidence in man, it's never going to work out great. If I put it in God, it's going to be just fine. dass, wenn ich mein Vertrauen in Menschen setze, es nie großartig funktionieren wird. Wenn ich es auf Gott setze, wird es gut laufen. How did I learn that? Wie habe ich das gelernt? Through the testing of faith. Durch die Prüfung des Glaubens. So now, whatever the future brings, I will be fine because I've walked through the testing of my faith and I've learned my lesson. Was auch immer die Zukunft bringt, mir wird es gut gehen, denn ich bin durch die Prüfung meines Glaubens gegangen und habe meine Lektion gelernt. So many Christians constantly run from the fire, and when the real test comes, then they haven't learned how to live by faith. So viele Christen laufen ständig vor dem Feuer davon und wenn die wirkliche Prüfung kommt, haben sie nicht gelernt, wie man aus Glauben lebt. Yesterday, Debbie said to me, Gestern sagte Debbie zu mir, you spend so much time teaching people to live by faith, and when they're in trouble, the first thing they do is call you. du verbringst so viel Zeit damit, die Menschen zu lehren, aus Glauben zu leben und wenn sie in Schwierigkeiten sind, rufen sie als erstes dich an. I said, sweetie, don't worry. Ich sagte, Schatz, mach dir keine Sorgen. We will lovingly, patiently, kindly keep teaching people. Wir werden die Menschen weiterhin liebevoll, geduldig und freundlich lehren. But my dear friend, I really want you to understand. Mein lieber Freund, ich möchte, dass du wirklich verstehst. Just as gold has to go through the fire to get out the impurities, so your faith has also got to go through the fire to get out the impurities. Genauso wie Gold durch das Feuer gehen muss, um die Unreinheiten zu entfernen, muss auch dein Glaube durch das Feuer gehen, um die Unreinheiten zu beseitigen. If you study church history, Wenn du Kirchengeschichte studierst, you will probably find what I found. wirst du wahrscheinlich dasselbe herausfinden wie ich. That I did not find a single great hero of faith Ich habe keinen einzigen großen Glaubenshelden gefunden, that has not learned to walk through the fire of the testing rejoicing. der nicht gelernt hat, freudig durch das Feuer der Prüfung zu gehen. Look at them. They all walked through the fire and learned to rejoice. Schau sie dir an. Sie sind alle durch das Feuer gegangen und haben gelernt, sich zu freuen. That's an incredible key. Das ist ein wichtiger Schlüssel. See you tomorrow. Bis morgen.